begeben wir uns auf Reisen in bisher ungedachte Dimensionen der Geschichte der Menschen und der Götter. Willkommen bei Ex Mystica. Mein Name ist Pierre Dietz und ich führe Sie durch diese Sendung. Im Jahr 337 nach Christus kommt meinen Recherchen zufolge Julian II. In Roma zur Welt. Sein vollständiger Name lautet Flavius Claudius Julius Janus. In der Geschichtsschreibung ist dieser spätere Kaiser untergegangen und mit Julian III. Apostata verwechselt worden. Begeben wir uns auf die Spur eines vergessenen Kaisers. Sein Vater ist Augustus Flavius Julius Constantius, kurz Constantius II., der einen Seitensprung mit der Fee Basilina II. Begeht. Seine Eltern haben zufällig die gleichen Namen wie jene des Julian III. Apostata. Basilina II. Ist die Tochter des Caesars Flavius Julius Crispus II. Nach meiner Rekonstruktion ist Julian II. Ein direkter Nachfahre von Jesus. Daher hat ihm im 12. Jahrhundert Wolfram von Eschenbach posthum den Decknamen Lassalles verliehen und seiner Mutter den Namen Tertelchois. Sein anderer Großvater genießt ebenfalls Ruhm und Ansehen, denn es ist der Augustus Flavius Valerius Constantius, den wir heute Constantius I. Chlorus nennen. Im Jahr 351 nach Christus ernennt Augustus Constantius II. Seine Söhne Flavius Constantius III. Gallus und Julian II. Zu Caesaris. Julian II. Ist nicht, wie bisher angenommen, der letztmalig zum Caesar ernannte. Das ist später sein Namensvetter Julian III. Apostata. Julian II. Hält sich in Lutetia auf. Der Unterkaiser hebt das ehemalige Keltendorf Parisi auf der Seineinsel zur Residenz. Die Parisii sind ein in der Ile-de-France lebendes keltisches Volk. Der Name der heutigen Großstadt ist daher nicht auf die Göttin Paris zurückzuführen. 355 nach Christus spitzt sich die militärische Lage zu. Die Teutones verheeren Gallier. Die Franki plündern Colonia Claudia Acha Agrippinensis und Teile Nordgalliens. Alemanni und Saxones bedrohen die Grenzen. Konstantin II. Benötigt dringend einen Regenten für Gallia. Der von ihm beauftragte Comes Flavius Silvanus führt 8000 Soldaten den Feinden entgegen. Silvanus erfährt von Verleumdungen und Anschuldigungen gegen ihn, sieht sich daher vom Hof verraten und erhebt sich zum Gegenkaiser. Sein Aufstand ist von kurzer Dauer, da ihn seine Truppen verlassen. Ein römischer Offizier namens Ursicinus stürzt ihn. Im August lässt Konstantin II. Silvanus hinrichten und ernennt Ursicinus zum Comes und später zum Magister Militum. Eusebius schlägt zur Füllung der Lücke in den Gallischen Rhein den Caesar Julian II. Vor. Deshalb adoptiert Konstantin II. Mit dem Decknamen Mazarin Julian II. Trotz seiner Bedenken und erklärt ihn zum legitimen Sohn. Um das familiäre Bündnis zu festigen, verheiratet der Augustus ihn in Mediolanum mit dessen Halbschwester Flavia Helena IV. Julian II. Hält zusätzlich den Namen Claudius, um seine Zugehörigkeit zur neuen Familie zu betonen. Am 6. November des Jahres erhält Julian II. Zur Unterstützung den zum Magister Equitum per Gallias ernannten Marcellus. Dessen Beamtenstab hat die Aufgabe, ihn ständig zu überwachen und dem Augustus Bericht zu erstatten. Anfang Dezember verlässt Julian II. Mediolanum und siedelt nach Vienne über. Die Lage spitzt sich zu, denn die Alemanni siedeln ohne Erlaubnis linksrheinisch. Zugleich brechen im Norden von Albion Unruhen aus. Julian II. Entsendet Flavius Lipicinus mit germanischen Hilfstruppen den Picti und den aus Hibernia stammenden Scoti entgegen. Julian II. Lernt bei seinem Feldzug gegen die Germani den Comes Reich Militaris Flavius Arbetio Ursinicus kennen und freundet sich mit ihm an. Julian II. Schätzt dessen militärische Fähigkeiten und seinen politischen Einfluss am Hofe des Augustus. Im Herbst 356 nach Christus, nach der Schlacht von Procomarcus, bricht verfrüht die Winterzeit an. Julian II. Benötigt ein Winterquartier und zieht sich von den Alemanni verfolgt in das rund 400 Kilometer entfernte Senonae zurück. Aufgrund der knappen Nahrungsmittel innerhalb der Stadt lässt Julian II. Teile seines Heeres in den umliegenden Siedlungen unterbringen. Die Alemanni nutzen den Moment der Schwäche und ziehen einen Belagerungsring um die Stadt. Senonae ist das Verwaltungszentrum der Provinz Gallia Luctonensis.
Die Stadt liegt strategisch an wichtigen Handelswegen und besitzt einen Hafen an der Ikauna. Der Winter hindert den Magister Equitum per Gallias Marcellus angeblich daran, Julian II. Zur Hilfe zu eilen. Julian II. Nutzt einen Trick, um die Alemanni zu täuschen, und befiehlt seinen Legionären eines Abends, lautstark zu singen und zu feiern. Die Belagerer, die das Fest beobachten, halten die Römer für leicht verwundbare Soldaten, die ihren Rausch ausschlafen. Beim Angriff im Morgengrauen treffen die Alemanni auf einen kampfbereiten Gegner in angelegter Rüstung. Julian II. Hat den Überraschungseffekt auf seiner Seite und siegt. Julian II. Schickt Marcellus unter dem Vorwurf der Feigheit fort. Marcellus spricht in Mediolanum bei Konstantin II. Vor und versucht Julian II. Des Hochverrats zu bezichtigen. Julian schickt in weiser Voraussicht seinen Präpositus Sacri Cubicul, den armenischen Eunuchen Eutherius, heimlich voraus. Dieser widerlegt die Aussagen des Marcellus. Konstantin II. Verbannt Marcellus in dessen Heimatstadt Serdica. Flavia Helena IV. Bringt nach meinen Überlegungen ihren Sohn Adans zur Welt. Julian II. Lässt die Nachricht verbreiten, die Totgeburt sei auf eine Hebamme zurückzuführen, um das Kind vor Feinden zu schützen. Aus diesem Grund ist sein richtiger Name nicht überliefert. Der von Wolfram von Eschenbach verwendete Tarnname lässt sich im Altfranzösischen mit Eintänzer, Tanzhelfer oder Angespannter deuten. Adans ist über seinen Sohn Gandin der Urgroßvater des Parsifals. Julian II. Zögert und hält sich absichtlich zurück, wie ich vermute, um Konstantin II. Unter Druck zu setzen. 357 nach Christus kommen die in Gallia stationierten Einheiten weiterhin nicht gegen die Barbaren an. Die fremden Horden überschreiten ungehindert den Rhein. Konstantin II. Überträgt Julian II. Notgedrungen den vollumfänglichen Heeresbefehl. Dieser ist wie ausgewechselt und durch den Aufstieg gewillt, gegen die Störenfriede vorzugehen. Julian II. Erkennt bei einer Inspektion den miserablen Zustand der Truppen. In seiner Kasse herrscht Flaute, was den Erwerb neuer Waffen ausschließt. Der Unterkaiser rüstet sein Heer mit gefundenen und wieder brauchbar gemachten Kriegswerkzeugen aus und rekrutiert neue Kämpfer. Mit neuer Kraft zieht Julian II. Aus und besiegt mit seinen motivierten Legionären die Truppen des Princeps Schnodomarius in der Schlacht von Brogomagos bei Argentoratum. Schnodomar gelingt die Flucht. 6000 Gegner fallen, ebenso viele ertrinken bei der Flucht über den Rhein. Rund 600 Reiter weigern sich zu kämpfen. Nach dem Sieg lässt Julian II. Die Drückeberger in Frauenkleidern durch das Lager führen. Beim nächsten Gefecht sind die Gedemütigten die mutigsten Kämpfer, rein aus Angst vor weiterem Spott. Julian II. Hält keine zusätzlichen römischen Truppen und verstärkt sein Heer aus der Not heraus mit Contingentia Teutonicae. Seine aufgefrischte Streitmacht setzt über den Rhein. In dem folgenden Gefecht sterben viele Barbaren. Julian II. Verfolgt den Feind bis Sunnibrole am Rande der Albis Mons. Archäologische Funde in der Wüstung auf dem Hoberg, einem Hügel nordwestlich von Sonnebühl-Undingen, belegt eine Besiedlung ab dem 3. Jahrhundert nach Christus. Unter den Funden sind Keramikscherben, Bronzeschmuck und Waffen, die auf eine alemannische Präsenz hindeuten. Auf der Luftaufnahme zeichnen sich 3 Hügel ab, die nach meinen Überlegungen die 3 Oppida des Schnodomar sind, von denen aus die Handelsstraße Richtung Augusta Vindelicum ohne Mühe zu überwachen ist. In Sonnibrole erringt Julian II. Den Sieg, nimmt den Princeps Schnodomar gefangen und führt ihn auf römisches Gebiet zurück. Nach der Niederlage entsenden die Besiegten Gesandte, um den Frieden zu verhandeln. Julian II. Verlangt die Freilassung aller Entführten und lässt eine Liste der Vermissten erstellen. Die Germani bringen die Gefangenen ins römische Lager. Die Notari flüstern dem Caesar die Namen der weiterhin Vermissten zu. Die Gesandten sind von dem Trick überwältigt. Nur der Kontakt zu den Göttern erlaubt eine solche Übersicht. Die Unterhändler geloben, die Fehlenden nachzureichen. Da die Salii seine Föderati sind, erlaubt Julian II. Ihnen, linksrheinisch zu siedeln. Die sächsischen Chamavi marschieren auf Gallia zu. Aus Angst vor Repressalien verhindern die Franken ihren Übergang über den Rhein. Die Sachsen bauen Schiffe, umgehen die Verteidiger und landen auf Batavi, einer Insel im Rhein. Dort vertreiben die Eindringlinge erneut die Salii, die bei früheren Kämpfen aus den von ihnen bewohnten Gebieten auf die Insel verdrängt worden sind.
Julian II. Rückt gegen die eindringenden Salii vor und befiehlt seinen Soldaten, die Flüchtenden nicht zu töten und ihnen den Übergang ans diesseitige Rheinufer nicht zu verwehren. Die Vertriebenen sind ihm für diese Geste dankbar. Die Chamavi scheuen die direkte Konfrontation. Die neuen Bewohner der Insel verüben nächtliche Überfälle und richten für die Römer nicht hinnbare Schäden an. Der Riese Carino Charietto verlässt sein Land und wandert nach Colonia Augusta Treverorum aus. Dort lauert der Räuber in den Wäldern Eindringlingen auf, die sich nach ihren Beutezügen betrinken. Ihre abgeschlagenen Häupter bringt der Kopfgeldjäger in die Stadt. Charietto schart weitere Banditen um sich und stellt sich Julian II. Vor. Der Kaiser ist von der Schlagkraft der Truppe begeistert und verstärkt den Verband des Charietto mit Salii. Dieser bewegliche Haufen greift nachts die Chamavi an. Tagsüber verhindern die Legionäre deren Flucht. Diese Taktik zermürbt die Unruhestifter. Die Chamavi haben keine Ahnung, weshalb ihre Krieger nicht zurückkehren. Charietto fängt den Sohn des Anführers der Chamavi ein. Aus Sorge um seinen Nachkommen trifft sich dieser mit Julian II. Und unterbreitet ihm ein mageres Friedensangebot. Julian II. Fordert außerdem Sohn zusätzliche Geisel. Der Barbar bricht in Tränen aus und sieht zum Trost kurz seinen wohlgenährten Sohn. Das überzeugt ihn vom Wahrheitsgehalt der Worte des Römers. Der Stammesführer stimmt den Forderungen und Bedingungen zu, die den Frieden sichern helfen. Julian II. Stockt seine Legion mit Salii, Chamavi und einigen Batavi auf. Seine Maßnahmen tragen Früchte und sein Erfolg verschafft ihm Respekt bis in die Gebiete jenseits der Ister. 358 nach Christus ist der zerstörten Ortschaften wegen die Versorgung der Truppen schwierig. Der von Julian II. Mit den Chamavi, die jetzt ein Teil der Franken sind, unter Zwang geschlossene Frieden bringt ihm eine Verstärkung der Kanalflotte. Bis zu 600 Schiffe lässt der Kaiser von ihnen bauen. Die Chamavi setzen von Portus Itius nach Portus Tubris über und bringen von dort landwirtschaftliche Erzeugnisse herbei. Andere Kähne transportieren die Ware rheinaufwärts zu den Städten, die durch die Güter und das herbeigeschaffte Saatgut in der Lage sind, die Felder zu bewirtschaften. Konstantin II. Neidet Julian II. Mit Beginn des Jahres 360 nach Christus den Erfolg und plant zu seinem eigenen Schutz dessen Macht zu verringern. Der Augustus hat Salutius, den gallischen Berater des Julian II., in Verdacht, hinter den Großtaten seines Adoptivsohns zu stecken. Konstantin II. Ordnet dessen Versetzung in den Orient an. Julian II. Freut sich über den Abzug des Salutius, da ihm dies zusätzliche Handlungsfreiheit gewährt. Julian II. Erweitert erneut die Kontingente seiner Armee, um den Herausforderungen an den Grenzen gerecht zu werden. Julian II. Lässt die zerstörten Städte und Grenzbefestigungen wieder aufbauen, was die Rheingrenze festigt. Nach rund einem Jahrzehnt sind die Gebiete am Rhein unter seiner Führung wieder gesichert. Helena IV. Legt mit ihrem Gatten Julian II. In Köln den Grundstein für die Kirche St. Gerion. Der Legende nach ist das zu Unrecht der Helena Null, wie ich sie nenne, zugeschrieben. Das ist die Schwester des Großvaters der Helena IV., Augustus Constantius I. Chlorus, und Helena Null ist die Großmutter des Julius Crispus II., den von mir enttarnten Jesus. Mit Beginn des Frühlings plant Senior Augustus Constantius Null, wie ich ihn nenne, einen weiteren Feldzug gegen die Perser und fordert 2 Legionen aus Gallien an. Julian II., der sich in einer Kleinstadt der Parisii aufhält, sagt nur widerwillig zu. Constantius Null ordert daraufhin zusätzliche 4 Schwadronen Reiter an. Die gallischen Kontingente stehen zum Abmarsch bereit. Gemeinsam mit ihren Ehefrauen weigern sie sich abzuziehen. Das von Constantius Null erzwungene Entsenden erster kleinerer Kontingente löst einen Konflikt bei den Soldaten aus. Die Offiziere stürmen betrunken die Residenz des Julian II. Und erheben ihn zum Augustus. Die Soldaten begehen die Inthronisierung nach einem germanischen Ritual. Der Häuptling bekommt einen keltischen Wendelring aufgesetzt und wird mit einem Schild in die Höhe gehoben. Helena IV. Ist bei der Ausrufung ihres Gatten zum Augustus anwesend. Ursicinus ist einer der hohen Offiziere, der sich gegen die Anweisungen von Constantius Null stellt. Julians Verbundenheit zu Ursicinus zeigt sich in ihren Briefen, in denen der ehemalige Caesar ihn seinen Bruder und Freund nennt und ihn für Tapferkeit wie Loyalität lobt.
Ursicinus unterstützt Julian II. Bei seiner Proklamation zum Augustus. Julian II. Ist von der eigenmächtigen Ernennung durch seine Truppen nicht begeistert. Auf der anderen Seite hält sich sein Vorgesetzter Konstantin II. Nicht an Absprachen. Um dessen Reaktion zu erfahren, sendet Augustus Julian II. Abgeordnete, die Konstantin II. Von der ungewollten Wahl in Kenntnis setzen. Das Diadem gebe Julian II. Gerne wieder ab, um den Titel Caesar zu behalten. Konstantin II. Gewährt ihm, sich ins Privatleben zurückzuziehen. Julian II. Vertraut sein Leben den Göttern an, statt Konstantin II. Weiterhin zu folgen. Ein Bürgerkrieg zeichnet sich ab. Augustus Julian II. Hadert bei dem Gedanken, gegen jenen ins Feld zu ziehen, der ihn zum Caesar ernannt hat, und fürchtet, das Volk hält ihn am Ende für undankbar. Julian II. Zieht mit der schwangeren Helena IV. nach Roma. Adons verbleibt meinen Vermutungen nach bei Pflegeeltern in Juliomagus am Liger, dem heutigen Angers an der Loire. Im winterlichen Frühjahr 361 nach Christus feiert Augustus Julian II. In Roma seine Quinquennalis. Bei den Spielen zu seinem 5. Jubiläum erhält er den Ehrentitel Francicus. Wir schreiben unterdessen das julianische Jahr 1 und das Jahr des Herrn 64. Sein Namensvetter Julian III. Apostata steigt in Ostrom zum Augustus auf, daher die neue Zeitrechnung. Flavia Helena IV. Stirbt bei einer Fehlgeburt. Üble Zungen behaupten, dies läge an dem Trank, den ihr Eusebia 357 nach Christus aus Eifersucht verabreicht habe, um bei ihr eine Unfruchtbarkeit auszulösen. Die Leichen seiner Gattin und seiner totgeborenen Tochter lässt Julian II. Unweit seiner Villa an der Via Nomentana vor den Toren der Stadt beisetzen. Da Flavia Helena IV. Keine Schwester hat, wie das die Geschichtsschreibung vermutet, gehe ich bei der Nennung von Constantina an ihrer Seite von deren Tochter aus. Julian II. Zieht nach Virna in das Land der Allobrogi an der Rhone in Frankreich. Dort hat der Augustus einen Traum, wonach, wenn Jupiter an das Ende des Wassermanns kommt und Kronos zu einem 25. in die Gefilde der Jungfrau schreitet, dann erreicht der Herrscher Constantius in Asien unter Schmerzen das verhasste Ende seines Lebens. Im Vertrauen auf diese Vorschau auf die Zukunft kümmert sich Julian II. Um seine Staatsgeschäfte. Zudem sichert Julian II. Gallien für den Fall einer Kampagne gegen Senior Augustus Constantius null ab. Dieser verweilt im Morgenland, um erneut gegen die Parsi in den Krieg zu ziehen. Der sassanitische Herrscher Schapur II. Plündert und verwüstet das Gebiet rund um Nishibish in Mesopotamien. Der in der Stadt eingeschlossene Magister Militum Lucius kurz Lucilian hält der Belagerung durch die Perser stand. Alle Friedensverhandlungen bleiben erfolglos. Constantius Null erfährt von der Ernennung des Julian II. Zum Augustus und ist außer sich vor Zorn. Für den Senior Augustus ist das ein klarer Fall von Usurpation. Ein Angriff der Skosei auf das Reich der Perser verschafft Constantius Null eine Atempause. Der Senior Augustus bricht den Feldzug gegen die Parsi ab und zieht wutentbrannt in Richtung Gallia. Im Sommer erreicht Julian II. Die Nachricht von der anrückenden Armee. Bei seinem Marsch Constantius Null entgegen kommt Julian II. In Raetia an die Quelle der Ister. Dort lässt Julian II. Schiffe bauen und fährt mit 3000 seiner Elitekrieger den Flussstrom abwärts. Die restlichen 10.000 haben den Befehl, nach Sirmium zu marschieren. Dem Westwind an den Hundstagen im August ist Julian II. 11 Tage später in Sirmium. Die Bevölkerung ist verwirrt und nimmt an, Constantius Null sei eingetroffen. In Sirmium verstärkt Julian II. Sein gallisches Heer mit in Pannonia und Mysia stationierten Legionen. Julian II. Berichtet sein Vorgehen an den Senat in Roma, bittet die Heere in Italia, die Städte zu schützen und versichert, sein Handeln sei eine Reaktion auf die Aggressionen des Constantius Null. Julian II. Kündigt sich vor dem Eintreffen in Naissos durch Boten an. Das bringt ihm die Zuneigung der Einheimischen ein, die dank der Bekanntgabe nicht beim Anblick des Heeres erschrecken. Vor Ort zieht Julian II. Die Wahrsager zu Rate, um ein göttliches Zeichen zu erbitten. Aus dem Opfer lesen die Augurus, der Verbleib an dem Ort sei ratsam. Die in seinem Traum genannte Konstellation der Gestirne träfe derzeit zu. Am 3. November stirbt Senior Augustus Constantius Null in Mopsuestia. Die genauen Umstände bleiben unklar.
Politisch geprägte Quellen berichten von einem Anschlag durch Offiziere des Konstantin II., einem Attentat durch seinen Sohn Julian III. Apostata, einer Krankheit oder einer Verletzung durch eine persische Waffe. Im Jahr 362 nach Christus, dem Jahr des Herrn 65 und dem julianischen Jahr 2, melden zwei gossische Offiziere dem Julian II., der Senior Augustus Constantius Null sei bei einem Gewaltstreich gestorben und habe ihn zum Nachfolger erkoren. Meiner Ansicht nach handelt es sich hierbei um eine Verwechslung mit seinem Namensvetter Flavius Claudius Iulianus, genannt Julian III. Apostata, der zu dieser Zeit in Konstantinopel verweilt. Julian II. Nutzt geschickt die Unwissenheit seiner Gegner, um die Macht im Osten an sich zu reißen. Das Heer ruft Julian II. Irrtümlich zum Senior Augustus aus. Ich vermute, da Julian II. Ohne Spuren zu hinterlassen von der Bildfläche verschwindet, ist ihm auf dem Rückweg nach Italia oder Gallien ein Unglück passiert. Eine denkbare Alternative wäre, Julian III. Apostata beseitigt Julian II. Auf dem Weg nach Konstantinopel, der ihm seinen Platz streitig macht. Die Unkenntnis über den Verbleib seiner Leiche hat meinen Überlegungen nach zur Verschmelzung der beiden Julians zu einem Superkaiser geführt. Erst nach der Nachricht von seinem Tod wagen die von Julian II. Eingeschüchterten Germanen erneut, römische Gebiete anzugreifen. Ich hoffe, dieser Beitrag der Ex-Mystiker hat Ihnen gefallen. Ich freue mich über Ihr Abo dieses Kanals. Lesen Sie kostenfrei die passenden Artikel bei einem Besuch der Online-Zeitschrift Mysticum. Bis zur nächsten Sendung. Ihr Pierre Dietz.